Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly for Universe Video. Heute mit Neuigkeiten, neuen Events, neuem CS, neuen Cash-Up-Aktionen und so weiter. Als allererstes haben wir das 2025 Swimsuit Costume Set im Cash-Up. Ist ein Speed-Set, wie ihr sehen könnt, und richtet sich an eine sehr spezielle Zielgruppe, nämlich Weeps. Ich meine, Leute, die auf Sommer stehen. Leute, die Sommeroutfits mögen. Und ja, also ich persönlich bin kein großer Fan von so Swimsuit-Sachen. Vor allem bin ich der Meinung, dass es davon schon viel zu viel gibt. Also wir haben literally, also unübertrieben, wir haben 30 Sets, die Badehosen darstellen oder Badeoutfits. Und irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, irgendwann reicht's auch mal. Es gibt andere Kategorien, Ritter zum Beispiel oder, keine Ahnung, Samurai oder was weiß ich was, ne? Da haben wir vielleicht höchstens 3 oder 4 Sets und dann gibt es einfach sowas wie Swimsuit und es gibt einfach 30. Und ich denke halt auch nicht, dass sie sich so krass gut verkaufen, dass es das irgendwie rechtfertigt. Aber es ist halt so ein All-Time-Classic. Jedes Jahr werden mindestens 1 oder 2 Sets davon released und sie hören einfach nicht auf und es gibt schon 30. Also damit haben wir jetzt ein weiteres in der Sammlung. Dann haben wir ein Enhanced Upgrade Gear Event. Genau das, worauf ich gewartet habe. Ergibt auch Sinn. Warum ergibt es Sinn? Weil das letzte war direkt zu Beginn des FEC-Servers und das ist bereits über 2 Monate her, ob man es glaubt oder nicht, ja. Und entsprechend, ja, haben wir jetzt wohl den Full Cycle erreicht. Das heißt, die Events, die alle schon während dem FEC einmal stattgefunden haben, können so langsam wiederholt werden. Also es ist durchaus möglich, dass eine ähnliche oder fast gleiche Reihenfolge benutzt wird wie zu Beginn des FECs. Und der Start kommt jetzt hier eben mit dem normalen Upgrade-Event. Und es geht nicht für Itemate-Sachen. Das heißt nur nicht Itemate Gear, kein Schmuck. Genau. Dann ist die Lucky Neko Weapon Skin Box zurück mit den ja, Lucky Neko Waffen, die asiatisch angehaucht sind. Katanas sind zum Beispiel am Start. Ein paar Waffen sehen ziemlich nice aus eigentlich. Dann July Weekend Package ist mit dem Scroll of S Product Bundle drinnen fürs Upgrade Event. Und dann gibt es zusätzlich zu dem Swimsuit Speed Set gibt es auch noch einen Rerun von 2024 School Uniform, Japanese Uniform, Star Lucky Box und Music Beat Lucky Box. Also die CS-Sets, die ihr da im Hintergrund quasi seht. Genau. Die kann man aktuell auch im Cash-Up bekommen. Und dann das neue Event Revolutionaries Secret Journal. Und ich muss zugeben, ich habe das Event noch nicht gemacht. Es liest sich etwas verwirrend. Ich denke, wenn man es dann einfach mal macht, ist es deutlich unkomplizierter. Und zwar: Uncover the hidden truth alongside the mysterious wounded revolutionary. Join him on a journey to uncover secrets long buried beneath the surface. Geht 4 Wochen bis zum 7. August, also ein langes Event. Der Event-NPC befindet sich nördlich von Flares, und zwar behind the Buffpang's Cabin. Also wenn man hier aus Flares rausläuft, im Norden, steht da dann Buffpang vor einem Haus und dahinter befindet sich der NPC. Upon accepting the quest, you will receive as special items Revolutionary Secret Journal and Letter Bag. Collect secret letters from hunting monsters. Genau, can be stored in a letter bag. Das heißt, man sammelt die und es gibt A bis, naja, es ist nicht A bis, aber von A und der letzte ist T sozusagen. Und es gibt noch ein Undamaged Letter. Also der Letterbag sammelt die Quest-Items quasi, die Event-Items und Revolutionary Secret Journal. Daran wird der Progress getrackt, den man hat, durch Doppelklick. Und dann sieht man halt hier, welche Letter man tatsächlich sammeln muss. Und es gibt einzelne Belohnungen und es gibt eine Gesamtbelohnung. You can claim 3 Event Revolution Supply Box ABC and 1 Event Revolutionaries Gift Box. Das ist die hier unten. Die Full Collection Reward quasi. Dafür muss man alles andere abgeschlossen haben. Und you can use the Undamaged Letter to replace other Alphabet Letters. Das heißt, der Undamaged Letter ist so eine Art Joker. Und die anderen sind die man einfach grundsätzlich braucht. Genau. Dann die Belohnungen. Was befindet sich in den ganzen Boxen?
Complete missions in the Revolutionary Secret Journal using the collector's letters to earn various rewards. Please note that the Revolutionary Secret Journal will be automatically deleted after the event ends. Also vor Eventende sollte man es möglichst abschließen oder am letzten Tag des Events halt. Please refer to the charts below for detailed information. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche von den Boxen welche ist, aber ich vermute mal C, B, A, einfach nach der Anzahl der Letters. Also das erste wird wahrscheinlich C sein, B, A, in der Reihenfolge. In der C-Box befindet sich Upcut Stone, Grid E, Amplification, Scholar Food Shop. Alles einmal bis auf die Scholar Food Shop, die gibt es dreimal. Dann der B-Box, Feedback 1 Tag, einmal 5 Potion Boxen, 3 General Shop und 5 Wandering Merchant. Also ich würde sagen, die C-Box ist definitiv besser als die B-Box, aber gut, Ansichtssache. Und dann die A-Box ist noch eine Revolutionary Random Box, 2, Entschuldigung. Ein Blessing of the Goddess und eine Amplification Air Scroll Select Box. Also ich vermute mal, dass da auch die Amplis drin sind, die für bestimmte Levelbereiche, also die stapelbaren Amplis quasi drin sind. Und in dieser Revolutionary Random Box ist auch wieder so doppelt gemoppelt, dass da wieder eine andere Box drin ist. Da kann man bekommen sehr viele coole Premium-Items, Element Change, Weapon Bonus, Amplification, Smelting und einige Power-Ups. Allerdings auch mit einer extrem niedrigen Wahrscheinlichkeit auf die gerade genannten coolen Items von unter 1%. Also man sieht hier, die ganzen, in Anführungszeichen, besten, guten Items haben alle zusammengerechnet gerade mal 1% Chance. Ist also ziemlich unwahrscheinlich. Und wenn ich das richtig verstehe, kriegt man ja diese Box auch maximal 6 Mal. Also 3-mal die A und in jeder A ist 2-mal die Random Box drin. Das heißt 6 Mal pro Charakter. Die Chance, dass man hier tatsächlich was Krasses zieht, ist also ziemlich gering. Sofern ich das richtig verstehe. Und dann haben wir noch die Following Boxes awarded upon completing all of the Revolutionaries Quests. You will receive one random item from a variety of options. Also das ist quasi das, was man bekommt, wenn man hier unten alles abgeschlossen hat. Also die Full Collection Reward ist das. Und da kann drin sein als sozusagen Hauptgewinn ein Tages Party Scroll, Pet Candy A ist jetzt nicht wirklich ein Hauptgewinn. Weapon Piercing Card Box A, sogar mit der niedrigsten Wahrscheinlichkeit. Dann, ja, Weapon Piercing Box B ist wohl auch noch recht gut. Reskill würde ich sagen, ist ein bisschen Troll. Also die Box ist ein bisschen random, kann man sagen. Also ich würde sagen, Hauptgewinner, wie gesagt, ein Tages Party Scroll, definitiv Weapon Piercing Box A. Und dann wahrscheinlich der Feedback 7 Tage. Und der Rest ist eigentlich eher so Standard und manche Sachen sind sogar fast useless. Also die Weapon Box C zum Beispiel ist ziemlich useless, außer für Anfänger vielleicht. Pet Candy B, das sind literally 4 Millionen Penya oder 3,5 Millionen Penya oder so. Das ist auch ein heftiger Troll eigentlich. Ja, keine Ahnung. Heißt also, wie gesagt, grundsätzlich steht hier nirgendwo was davon, dass man das wiederholen kann, wenn man es einmal abgeschlossen hat. Das heißt, es sollte so sein, dass man pro Charakter diese Boxen jeweils maximal 3-mal bekommen kann. Diese Box einmal, die Full Collection Reward, und die Random Box 6-mal folglich. Und das ist das gesamte Event, wenn ich das, wie gesagt, richtig verstanden habe. Ja, könnte etwas besser sein, vor allem weil es so lange geht, weil wenn man es wirklich nicht wiederholen können sollte, wovon ich mal stark ausgehe, dass man es nicht wiederholen kann, dann, ja, ist das halt ein bisschen dürftig, weil das wird man halt innerhalb von vermutlich 1 oder 2 Wochen abschließen, selbst als Casual-Spieler. Außer diese Letters droppen extrem selten. Und dann hast du halt wieder ein paar Wochen, wo du einfach gar nichts zu tun hast. Und ich meine, Leute, die sehr viel spielen, finishen das vielleicht sogar in ein paar Tagen. Und dann haben sie einfach fast über 3 Wochen auf jeden Fall nicht wirklich was zu tun. Gibt es für diese Leute dann kein Event mehr. Also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber sieht nicht so aus, als wäre das so super gut durchdacht auf den langen Zeitraum, wie das Event läuft. Aber ich bin offen für alles. Ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Und vielleicht kann man es ja wiederholen. Wenn man es wiederholen kann, dann kann man das auf jeden Fall streichen. Aber ich gehe nicht davon aus. Wir werden sehen. Auf jeden Fall besser als das letzte Event, würde ich mal behaupten. Und ja, dann sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Viel Glück beim Upgrade-Event, falls ihr irgendwas upgraden werdet. Ich werde auf jeden Fall was upgraden. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut rein. Schaut auch im Livestream vorbei. Tägliche Flive Universe Livestreams auf Twitch. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.